Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Schnelles Denken, langsames Denken. Ein Meisterwerk von Daniel Kahnemann, einem Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, bietet einen tiefen Einblick in die Funktionsweise des menschlichen Geistes. Das Buch stellt zwei Systeme des Denkens vor: das schnelle, intuitive System 1 und das langsame, überlegte System 2. Kahnemann erforscht damit, wie diese beiden Systeme miteinander interagieren und wie sie unsere Entscheidungen und Urteile beeinflussen. Er schildert zahlreiche Experimente, Anekdoten und Beispiele aus der Praxis, die die Unterschiede zwischen diesen beiden Denkmodi verdeutlichen. Diese Perspektive auf unser kognitives Verhalten hat nicht nur die Psychologie beeinflusst, sondern auch Bereiche wie Wirtschaft, Medizin und Politik. Leser werden eingeladen, ihre eigenen Denkprozesse zu hinterfragen und zu verstehen, wie automatische Denkweisen oft zu irrationalen Entscheidungen führen. Kahnemanns Ziel ist es, ein Bewusstsein für diese Dynamik zu schaffen und damit zu einer größeren Selbstreflexion und bewussteren Entscheidungsfindung anzuregen. Seine Erklärungen sind sowohl für Fachleute als auch für Laien zugänglich und regen dazu an, über die Komplexität des menschlichen Denkens nachzudenken. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: System 1 und System 2. Kahnemann beschreibt die zwei grundlegenden Systeme des Denkens, die er als System 1 und System 2 bezeichnet. System 1 ist schnell, intuitiv und emotional. Es arbeitet automatisch und ist für alltägliche Entscheidungen verantwortlich, wie zum Beispiel das Erkennen von Gesichtern oder das Verknüpfen von Ideen. Dieses System ist oft von Schnelligkeit geprägt und kann in Stress- oder Zeitdrucksituationen dominieren. System 2 hingegen ist langsamer, analytischer und anstrengender. Es wird aktiv, wenn wir komplexe Probleme lösen oder Entscheidungen treffen, die mehr Überlegung erfordern. Die Interaktion dieser beiden Systeme erklärt viele unserer Verhaltensweisen, wobei System 1 oft die Oberhand hat und uns manchmal in die Irre führt oder zu impulsiven Entscheidungen verleitet. Kahnemann demonstriert anhand von Beispielen, wie häufig wir uns auf unser intuitives Denken verlassen, ohne zu erkennen, dass wir dabei Fehler machen können. Er zeigt, wie wichtig es ist, sich der Dominanz von System 1 bewusst zu sein, und ermutigt die Leser, Techniken zu entwickeln, um System 2 effizienter zu nutzen. Die Effizienz dieser beiden Systeme ist entscheidend für unser tägliches Leben, unsere Wahrnehmung und die Themen, die wir als wichtig erachten. Zweitens: kognitive Verzerrungen. Ein zentrales Thema in Kahnemanns Buch sind die kognitiven Verzerrungen, die unsere Entscheidungen und Urteile beeinflussen können. Er beschreibt eine Reihe von systematischen Fehlern, die auftreten, wenn wir Informationen verarbeiten und Entscheidungen treffen. Zum Beispiel gibt es den Bestätigungsfehler, bei dem Menschen Informationen bevorzugen, die ihre bestehenden Überzeugungen stützen, während sie widersprüchliche Informationen ignorieren. Darüber hinaus wird das Konzept der Verfügbarkeitsheuristik vorgestellt, wonach Menschen die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen anhand ihrer Verfügbarkeit im Gedächtnis bewerten. Diese Verzerrungen sind nicht nur akademische Konzepte, sondern haben praktische Auswirkungen auf unser Leben. Sie können beispielsweise unsere Wahrnehmung von Risiken beeinflussen, sodass wir bestimmte Gefahren über- oder unterschätzen. Kahnemanns Einsichten helfen den Lesern, diese Verzerrungen zu erkennen und zu verstehen, dass wir oft unbewusst von ihnen geleitet werden. Wenn wir uns ihrer bewusst sind, können wir rationalere Entscheidungen treffen und unsere Denkfehler vermeiden, was uns in unserem Leben und in unseren Beziehungen zugutekommt. Drittens: Entscheidungsfindung unter Unsicherheit. Kahnemann widmet einen bedeutenden Teil seines Buches der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit und wie wir in solchen Situationen handeln. Er argumentiert, dass Menschen oft irrational handeln, wenn sie mit Unsicherheit konfrontiert sind, und dass unsere Emotionen und unser intuitives Denken dabei eine große Rolle spielen. Ein Beispiel dafür ist die Verlustaversion, bei der Verluste als schmerzhafter empfunden werden als Gewinne als erfreulich.
was dazu führt, dass wir risikoscheuer werden, sobald wir die Möglichkeit von Verlusten wahrnehmen. Dies kann dazu führen, dass wir uns von unschönen, jedoch notwendigen Entscheidungen abhalten lassen. Kahneman diskutiert auch, wie Menschen Wahrscheinlichkeiten falsch einschätzen und wie sie oft auf einfache Daumenregeln zurückgreifen, anstatt sich auf komplexe statistische Daten zu stützen. Um fundierte Entscheidungen zu treffen, empfiehlt er, das Problem systematischer zu analysieren, verschiedene Perspektiven zu betrachten und sich auf Daten zu stützen, anstatt sich auf Intuition zu verlassen. Die Kenntnis dieser Entscheidungsprozesse kann uns helfen, klüger mit Unsicherheiten umzugehen, sowohl im beruflichen als auch im persönlichen Leben. 4. Einfluss von Emotionen. Ein weiteres zentrales Thema in schnelles Denken, langsames Denken ist der Einfluss von Emotionen auf unsere Denkmuster und Entscheidungsprozesse. Kahneman stellt fest, dass unsere Emotionen oft unbewusst unsere Gedanken und Entscheidungen steuern. Positives oder negatives Empfinden kann die Einschätzung von Risiken und Nutzen beeinflussen und zu irrationalen Entscheidungen führen. Zum Beispiel kann Angst uns dazu bringen, Risiken überzubewerten, während Übermut uns dazu verleitet, Risiken zu unterschätzen. Diese emotionalen Faktoren schaffen eine Verzerrung in unserer Entscheidungsfindung, die besonders in Stresssituationen deutlich wird. Kahneman verdeutlicht, dass, obwohl Emotionen oft als Beeinträchtigung oder Hindernis angesehen werden, sie auch eine wichtige Rolle in unserem Entscheidungsprozess spielen können. Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu erkennen und zu steuern, kann die Qualität unserer Entscheidungen erheblich verbessern. Das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Emotionen und Entscheidungsfindung hilft den Lesern, bewusster mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen und letztlich bessere Entscheidungen zu treffen. Schließlich praktische Anwendungen der Theorie. Kahneman zeigt in schnelles Denken, langsames Denken nicht nur die theoretischen Aspekte unseres Denkens auf, sondern betont auch die praktischen Anwendungen, die sich aus seinen Erkenntnissen ergeben. Diese Theorie kann in zahlreichen Lebensbereichen, von der Wirtschaft bis zur Politik, angewendet werden. Unternehmen können beispielsweise von der Idee profitieren, dass Verständnis für die kognitiven Verzerrungen ihrer Kunden ihnen hilft, bessere Marketing- und Verkaufsstrategien zu entwickeln. Im Gesundheitswesen können Ärzte und Hebammen, indem sie sich der Entscheidungsprozesse der Patienten bewusst sind, besser kommunizieren und dazu beitragen, informierte Entscheidungen zu fördern. Auch auf individueller Ebene können die Leser die Konzepte in ihrem persönlichen Umgang mit Geld, Beziehungen und Stress anwenden. Kahneman ermutigt die Leser, die Prinzipien seines Buches zu nutzen, um ihre eigenen Denkweisen zu hinterfragen, gesündere Entscheidungen zu treffen und ihr persönliches sowie berufliches Leben zu verbessern. Diese praktischen Anwendungen machen das Buch zu einem wertvollen Leitfaden für jeden, der seine Entscheidungsprozesse optimieren möchte. Zusammenfassend: Schnelles Denken, langsames Denken ist ein unverzichtbares Buch für Menschen, die sich für Psychologie, Wirtschaft oder persönliche Entwicklung interessieren. Es bietet eine tiefgehende Analyse darüber, wie und warum wir denken, fühlen und handeln, wie wir es tun. Leser, die bereit sind, sich mit ihren eigenen Denkmustern und Vorurteilen auseinanderzusetzen, können von Kahnemans Erkenntnissen unglaublich profitieren. Indem wir erkennen, wie unsere kognitiven Verzerrungen und Entscheidungsfindungsprozesse funktionieren, können wir bessere Entscheidungen in unserem Leben treffen. Dies kann sich auf viele Lebensbereiche auswirken, von finanziellen Entscheidungen bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Die im Buch behandelten Theorien helfen uns, unsere mentalen Herausforderungen besser zu verstehen, die Fähigkeit zur Selbstreflexion zu stärken und unsere Handlungen bewusster zu gestalten. Ob im Berufsleben oder im Alltag, die Verschmelzung von intellektueller Neugier und praktischer Anwendbarkeit macht dieses Buch zu einem wertvollen Werkzeug für jeden, der nach Selbstoptimierung strebt. Letztendlich ist schnelles Denken, langsames Denken nicht nur eine Aufforderung zur Reflexion, sondern auch ein praktischer Leitfaden, um das eigene Denken und Handeln zu verbessern, wodurch jeder Leser in der Lage ist, produktiver und harmonischer zu leben. Wenn Sie unterstützen möchten. Daniel Kahneman, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.